Hallo, Abud hier von 40 Pixel. Ich habe eben gerade das Update auf WordPress 5.0 durchgeführt und wollte euch gleich mal zeigen, was sich so alles geändert hat. Im Fokus steht natürlich der neue Editor, der Gutenberg-Editor. Hier hat sich nämlich einiges verändert. Das sieht man auch schon auf den ersten Blick. Man arbeitet jetzt generell mit Page-Blöcken. Und zwar funktioniert das so, dass man hier oben auf das Plus klickt und dann zwischen sehr vielen Blöcken auswählen kann. Sowas kannte man bisher eigentlich nur von den Page-Bildern, die man auch mit den Premium-Themes bekommt. Und so etwas ist jetzt quasi in WordPress integriert. Man kann da schon ziemlich viel mitmachen. Und es ist spannend, ob das den anderen Page-Bildern Konkurrenz machen wird in Zukunft oder nicht. Aber das werden letztendlich die User entscheiden. Hier sehen wir auch nochmal eine Auswahl einiger Blöcke. Es sind aber noch viel mehr, wie wir dann gleich sehen werden. Hier wird noch einmal kurz gezeigt, dass man die Blöcke auch positionieren kann, also die Anordnung verändern kann, nach oben und nach unten schieben und das ganz simpel durch einen Klick auf die Pfeile. Und mit dem neuen Editor gibt es jetzt auch das neue Theme, das 2019. Hier sieht man auch auf der linken Seite, wie es im Frontend dargestellt wird, und auf der rechten Seite sieht man das Backend, also kein wirklicher Unterschied zu erkennen. Das liegt ja auch im Interesse von WordPress, dass man es den Nutzern so einfach wie möglich macht und dass sie das, was sie im Backend erstellen, dann auch im Frontend wirklich zu sehen bekommen. Und ja, hier sind noch einmal einige Neuerungen erklärt und auch für Entwickler wurde einiges gemacht, worauf ich jetzt nicht näher eingehe. Wer den alten klassischen Editor noch behalten will, der kann dann einfach das durch diesen Button hier machen. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal genauer den Editor an, indem wir eine Seite erstellen. Dafür legen wir jetzt auch erst einmal eine neue Seite an. Die nennen wir dann auch gleich mal Testseite. Können also direkt hier oben gleich den Titel unserer Seite eingeben. Und hier oben links, wenn man auf das Plus klickt, sieht man die ganzen Blöcke, die einem zur Verfügung stehen. Es sind wirklich viele Blöcke, also es sollte für jeden was dabei sein. Neben den normalen Blöcken wie eine Überschrift, Text oder Bilder hat man auch noch speziellere Blöcke, wie hier mit Datei oder Audio. Also da muss man einfach mal durchschauen und ausprobieren. Und das Dokument an sich ist auf der linken Seite aufgeteilt und auf der rechten Seite in einem Bereich, wo man zunächst einmal das Dokument an sich auswählen kann. Hier sind dann die ganzen Einstellungen für die Seite. Hier wird auch der Permalink generiert, den man dann noch nachträglich ändern kann. Es ist alles einfach übersichtlicher geworden. Hier mit den Dropdowns. In dem Fall kann man noch ein Beitragsbild festlegen für einen Blogbeitrag oder auch Kommentare erlauben oder eben verbieten für bestimmte Blogbeiträge. Wenn man hier oben dann auf Blog geht, dann werden einem dann die Einstellungen zu einem jeweiligen Blog angezeigt. Wenn wir hier jetzt einfach mal uns einen Blog raussuchen, nehmen wir mal ein Bild. Dann suchen wir uns gleich mal auch ein Bild aus. Nehmen wir mal das von einem Kundenprojekt. Dann sieht man, dass hier auch gleich die Änderungen angezeigt werden, die man für dieses Bild festlegen kann. Zum Beispiel können wir hier die Bildgröße festlegen oder das Bild auch verlinken. Über dem Bild haben wir noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Anordnung bzw. die Ausrichtung, zentriert, links- oder rechtsbündig, aber auch über die ganze Breite. Des Weiteren können wir die Module auch duplizieren, was ziemlich praktisch ist und eine große Zeitersparnis beim Aufbau von Webseiten. Hierüber können wir den Blog auch gleich wieder entfernen. Wenn wir sehen wollen, was für ein Code dabei generiert wird, gehen wir einfach auf als HTML bearbeiten und können dann hier auch direkt reinschreiben. Das können wir aber auch, indem wir hier oben rechts auf die drei Punkte gehen und in den Code-Editor-Modus wechseln. Dann sehen wir den HTML-Code unserer gesamten Seite. Was auch eine sehr schöne Funktion ist, ist diese hier, zu wiederverwendbaren Blöcken hinzufügen. Das heißt, wenn man schon einen Block vorgefertigt hat und den wiederverwenden will, kann man hier draufklicken und diesen Block dann abspeichern und auf anderen Seiten wieder einfügen. Den kann man dann einfach benennen. Und wenn wir hier oben rechts wieder raufgehen, dann können wir hier auch sehen unter den Werkzeugen, dass wir unsere wiederverwendbaren Blöcke verwalten können.
Wenn wir da drauf gehen, dann wird der dann hier auch angezeigt. Und hier oben hat man eben auch noch gesehen, dass man auch andere Blöcke importieren kann als JSON-File. Das ist ziemlich praktisch, wenn andere Freunde oder Kollegen einem Blöcke zur Verfügung stellen, die man dann sofort nutzen kann. Hier oben kann man auch Änderungen rückgängig machen oder auch wiederholen. Man kann sich die Struktur anschauen der Seite oder auch welche Blöcke man hier verwendet hat und zwischen den einzelnen Blöcken hin und her springen. Da das Update auf WordPress 5.0 noch recht neu ist, sollte man noch einige Zeit warten mit dem Update. Es ist nämlich so, dass die Theme-Entwickler und Plugin-Entwickler etwas Zeit brauchen, um da nachzukommen und ihre Anpassung vorzunehmen. Denn erst dann wird das Ganze wirklich kompatibel sein und ihr werdet keine großen Probleme haben, wenn ihr das Update dann durchführt. Wir schauen uns jetzt noch einmal kurz die Seite im Frontend an. Und wir sehen auch, dass sich da keine großen Änderungen ergeben haben im Vergleich von Backend zu Frontend. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Gutenberg-Editor findet, ob ihr damit arbeiten würdet oder ob ihr eher bei den alten Page-Bildern von euren Themes bleibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.